Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man den KP Baits Pike Shed am besten montiert. Ich habe hier mal einen da in der Farbe 117 und ja, das ist einer meiner Lieblingshechtköder und heute möchte ich euch kurz zeigen, wie man den mit der Shallow Screw am besten montiert. Ihr seht es hier hinten auch, das ist ein Beispiel, wie das montiert werden kann. Wir wollen das heute mit der Shallow Screw probieren, machen das genauso wie hier angegeben mit einem relativ weit vorne sitzenden Drilling und einem Drilling weiter hinten. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen einmal Drillinge. Da nutze ich gern in der Größe 2.0 die BKK. Ist ein sehr guter Drilling, sehr robust, sehr stabil. In Deutschland nicht so bekannt, aber in den USA wird er viel genutzt und das ist wirklich ein Drilling, dem man vertrauen kann. Dann brauchen wir natürlich die Shallow Screw. Die habe ich hier von KP Baits natürlich. Die ist relativ robust, sehr stabil. Sind 7 Stück in der Packung. Hinten sieht man auch nochmal das Montagebeispiel. Genau, und so werden wir das heute machen. Außerdem brauchen wir natürlich das Stahlverfach. Habe ich hier von GTR Stahlverfach. Ist jetzt 7x7, wäre nicht unbedingt nötig. Könnte man auch mit einem anderen machen. Aber wie gesagt, wir machen es heute mit dem. Und von GTR die passenden Quetschhülsen. Ja? Ansonsten brauchen wir im Grunde eigentlich nur noch eine Quetschhülsenzange, einen Seitenschneider oder ich bevorzuge zum Stahlverfachschneiden den Nagelclip von meiner Freundin. Kann man natürlich auch mit dem Seitenschneider machen. Und ja, und die sogenannten Spikes. Wir wollen ja die Drillinge freihängend unter dem Köder. Wenn der Biss kommt, haben wir eine bessere Hook Ratio, wenn der Haken freihängend ist. Und dafür müssen wir die irgendwie im Köder befestigen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass man diese sogenannten Spikes nimmt, die gibt es als fertiges Produkt. Wenn ihr die nicht zur Hand habt, das ist auch kein Problem, dann könnt ihr auch einen ganz normalen Öhrhaken nehmen. Ganz normaler Öhrhaken, am besten sogar ein Wurmhaken, weil die Wurmhaken haben hier noch Widerhaken. Öhrhaken nehmen, ganz einfach mit dem Seitenschneider vorne abzwicken und ihr könnt das als Spike verwenden. Gerade dann, wenn keine vorrätig ist. Die wird dann quasi so in den Köder reingesteckt und fixiert den Drilling, dass er freihängend ist. Genau, und jetzt schauen wir uns das an, wie das in der Praxis funktioniert. So, jetzt wollen wir unser Rig mal montieren. Grundsätzlich, es gibt Leute, die verwenden 3 Sprengringe, also auch Sprengringe am Haken. Bin ich kein so großer Freund. Ich denke, es ist immer die bessere Lösung, so wenig Schwachstellen wie möglich einzubauen. Allerdings an einem Punkt will ich schon einen Wirbel anbringen, um das Ganze ein bisschen flexibler zu machen, dass sich der Hecht im Drill nicht aushebeln kann. Und deswegen kommt direkt an die Shallow Screw ein Sprengring mit einem Wirbel. Da nimmt man am besten dazu so eine Sprengringzange, damit geht das relativ easy. Kann man die Sprengringzange nehmen und kann den Sprengring in die Shallow Screw reinpacken. So, dann haben wir die erste Verbindung. Die Shallow Screw wird natürlich nachher so in den Köder reingedreht und hier machen wir jetzt dann unsere Montage. Dazu brauchen wir jetzt das Stahlverfach. Ich habe gesagt, das muss kein 7x7 sein. Kann man hier das Stahlverfach nehmen, den Knipser, machen wir ein kürzeres Stück für vorne. Machen wir noch eins. Ein kürzeres Stück für vorne und ein bisschen längeres Stück für hinten. Ich nehme die bewusst ein bisschen länger, weil ich sie gerne zweimal durch die Hülsen führe. Das zeige ich euch jetzt nachher gleich. Ich habe das Gefühl, dass dadurch die Stabilität etwas besser ist. Also wir fangen mit dem ersten an, gehen einmal durch die Hülse, gehen hier durch das Öhr vom Wirbel, gehen nochmal durch die Hülse, führen es hinten durch und gehen hinten ein drittes Mal durch die Öse. So, müssen wir das ein bisschen zurechtschieben. So, dann nehmen wir die Hülsenzange, wird das einmal gequetscht. So, dann haben wir schon die erste Verbindung. Immer testen, ob das hält, aber am Ende macht es eh Sinn, dann nochmal wirklich einen Zugtest zu machen, um mal zu schauen, wie das hält. Dann kommen wir jetzt dazu, ich habe gesagt, am besten sind die Spikes. Ich habe jetzt hier die abgezwickten Öhrhaken, da machen wir jetzt auch gleich einen mit drauf und nehmen die zweite Hülse, einmal durch, den Spike durch, dann kommt der Drilling, gehen hier durch die Hülse durch,
Gehen dann noch einmal zurück. Schieben das ein bisschen vor, dass wir das Öhr schön haben. So. Dann wird das mit der Zange wieder gequetscht. So, dann haben wir im Grunde schon die erste Verbindung und das Ganze machen wir noch ein zweites Mal. Schauen wir mal, das ist relativ fest hier. Hier steht ein bisschen Grat über, den werde ich nachher mit der Zange noch ein bisschen andrücken. Dann kommen wir zur zweiten. Gehen wir wieder durch die Hülse, durchs Hakenöhr. Durch die Hülse. Da ist es relativ praktisch, dass die Hülsen einen großen Durchmesser haben. Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, dass ich relativ große Hülsen genommen habe. Da kann man dann auch wirklich dreimal durch. Bei den ganz kleinen Hülsen ist es dann schwierig, dass man da überhaupt dreimal durchkommt, weil dann natürlich der Durchmesser zu gering ist. Schieben das wieder ein bisschen zurück. Im Idealfall ist es natürlich sehr, sehr bündig. So, quetschen das Ganze. Quetschen das Ganze. So, jetzt haben wir die erste Reihe stehen. Jetzt machen wir den zweiten Haken. Dann machen wir das Ganze nochmal. Nehmen wieder die Hülse. Da haben wir etwas längeres Stahlverfach. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass wir die besten Erfahrungen, oder ich habe die besten Erfahrungen damit gemacht, wenn der erste Drilling relativ weit vorne sitzt, nicht zu weit, aber relativ weit vorne, und der zweite dann eben ein ganzes Stück dahinter. Nehmen wir den zweiten Drilling. Den hier durch die Öse. Schieben wir noch ein bisschen nach. Dass wir da hinten mehr Material haben. Drehen das einmal um. Das Ganze ein bisschen schieben. So. Dann wird das wieder gecrimpt. Jetzt habe ich die Hülse nicht ganz erwischt. Oder? Doch, schaut gut aus. So. Und so ist es dann ziemlich fest. Und wir haben unsere Cello-Montage fertig. Und jetzt montieren wir das Ganze. So, jetzt haben wir die Montage fertig gemacht. Und jetzt will ich euch zeigen, wie man die Montage an den Köder bringt. Habe hierzu mal den Pike-Shed schon ausgepackt. Der Pike-Shed ist wirklich eine geniale Sache zum Hechtfischen. Schön ist vor allem das Finish. Ich mag das sehr gern. Es ist hier das Schuppenmuster, die Flossen sind angedeutet. Auch die Farbe gefällt mir sehr gut. Durch den schwarzen Rücken hat man hier so einen Zweifarben-Effekt. Und unter Wasser führt es zu so einem richtig schönen Flanken. Also das ist so, wie man sich so einen Köder vorstellt. Obwohl das ein relativ kleiner Köder ist, der auch relativ leicht ist, also unter 100 Gramm, sieht der Fisch von unten eine relativ breite Silhouette. Also es schaut wie ein großer Beutefisch aus. Und gerade in der natürlichen Farbe mag ich ihn sehr, sehr gern. Es gibt andere Farben für andere Gewässer, aber wie gesagt 117 eine meiner Lieblingsfarben. Jetzt haben wir das ja hier fertig montiert. Man braucht davon nicht so viele, man kann die ja mit verschiedenen Ködern verwenden. Und jetzt zeige ich euch das einfach mal, wie das funktioniert. Die Screw hat hier vorne einen Bereich, wo noch kein Gewinde ist. Da kann man ganz einfach hier reinstechen und dann kann man, ich drehe es einmal um, und dann kann man die Schraube in den Köder reindrehen. Man braucht dazu keinen Druck, also man muss nicht irgendwie wie verrückt drücken, sondern man dreht die ganz langsam in den Köder rein. Hier vorne kann man natürlich, wenn man die nicht shallow fischen soll, also so mit dieser Montage geht der Köder ungefähr, würde ich sagen, zwischen 40 cm unter der Wasseroberfläche bis vielleicht 1 Meter. Je nachdem, wie schnell man einholt. Wenn man den tiefer fischen will, kann man hier vorne einen Cheboraska anbringen oder ein anderes Blei und kann so die Tiefe wählen. Kann man natürlich, gerade ich nehme gern Cheboraskas, kann man schnell rein und raus klipsen, gehen natürlich auch andere Birnenblei und so weiter. Dann nehmen wir hier den Spike, packen den Spike, drücken wir hier in den Köder rein,
Haben den ersten freihängenden Drilling und den zweiten nehmen wir weiter hinten rein und haben den zweiten freihängenden Drilling. Hier hinten, das ist natürlich alles ein bisschen Geschmackssache. Man kann den hier hinten weiter hinter, das sollte man nicht machen. Man kann ihn hier vorne anbringen. Ich mag ihn gern relativ weit hinten. So ist es aber trotzdem so, dass die Aktion des Köders nicht gefährdet wird und hat so einen Köder mit einer wunderbar rollenden Aktion, 2 freihängenden Drillingen. Und wenn der Biss von unten kommt, haben wir so eine sehr gute Bissverwertung. Man kann den auch, wenn viel Kraut oder so im Wasser ist, kann man den einstechen, aber die bessere Aktion, also die bessere Möglichkeit, den Fisch zu haken, hat man so. Man sollte auch immer darauf achten, dass die Drillinge groß genug sind. Beim Pikeshad können grundsätzlich auch größere Drillinge in 3.0, 4.0 verwendet werden. Der 2.0 ist schon die untere Größe, die verwendet werden sollte. Aber hier mit dem 2.0 passt sehr gut, geht leicht über die Silhouette hinaus und die BKK sind natürlich unglaublich scharf. Und so haben wir einen wunderbaren Köder zum Hechtfischen. Man sieht, man braucht nicht viel. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß, euren eigenen Pikeshad zu montieren.